Wir haben den Auftrag bekommen, eine neue Bike-Shop-App zu bauen. Schöne Covers, hübsche Formen, alles fancy schmancy, sieht echt gut aus. Ja, und unsere App? Naja, da haben wir ja noch einiges an Arbeit vor uns, würde ich sagen. Schauen wir uns doch die Screens nochmal ein bisschen genauer an. Hier ist mein Startbildschirm. Ich kann hier durchscrollen. Ich habe ein Grid von Items in meiner Bike Shop App. Ja, wenn ich hier drauf drücke, komme ich auf eine Detailansicht von meinem Produkt. Es sagt eine schöne Animation. Kann hier drauf drücken, wird ausgeklappt. Ich kann es natürlich auch einkaufen. Ist eine schöne kleine App. Wir wollen das jetzt bauen. Wir bauen das heute als Android-App mit Jetpack Compose. Wir fangen hier mit einem komplett leeren Android Studio Projekt an, mit dem Ziel, dass wir am Ende diese 3 Screens hier haben und sie auch wirklich benutzen können. Wir machen das so, wir packen jedes Feature, jeden Screen erstmal in ein eigenes Package. Das ist unser Dashboard, weil die Welt hat noch nicht genügend Dashboards, also bauen wir ein Dashboard. Welche Elemente hat es denn? Wir haben irgend so eine Art Top-Navigation. Ein Composable Top Navigation. Wir befüllen das noch nicht, wir lassen das in Ruhe, wir zerlegen erstmal noch unseren Screen weiter. Als nächstes haben wir hier eine sogenannte Top Card. Hier in der Mitte haben wir Kategorien. Danach haben wir eine Liste von Items. Zu guter Letzt gibt es hier unten noch etwas, eine sogenannte Bottom Tab Bar. Jetzt haben wir schon mal die wichtigsten Grundelemente aufgebaut. Jetzt geht es darum, das Ganze noch weiter zu zerlegen. Und wir fangen mal mit dem komplexesten Element an. So, und zwar ist das ein Product Grid Item. Wir haben ein Product Image, Product Description. Wir haben hier noch ein schönes Herzchen. Wir nennen das jetzt hier mal Cheeky Fav Icon und nicht Favorite Icon, weil ich bin zu faul zum Schreiben. Wir haben ein Product Image. Da drin habe ich kein Icon, ich habe ein Image. Dementsprechend braucht auch hier unser Product Image einen Painter und wir brauchen auch eine Content Description. Bei unserer Product Description sehen wir haben 3 Texte, Kategorie, den Namen des Produkts und den Preis. Wir haben diese Texte untereinander. Wir haben auch ein Product Fav Icon. Ich mache hier auch kein Image hin, denn es ist ein Icon. Ich möchte diesem Product Fav Icon kein Painter von außen reingeben, denn ich möchte immer das gleiche Icon an der Stelle haben. Jetzt habe ich die Einzelteile. Mein eigentliches Grid-Item stecke ich jetzt daraus zusammen. Wir machen erstmal eine Box. In der Box können wir Elemente im Z-Ordering beliebig übereinander anordnen. Das Fav-Icon liegt jetzt aber unterhalb in der Logik von so einem Product Image und von unserer Product Description. Okay, ich brauche jetzt ja hier Input-Parameter für meine Composable, um das Ganze zu beschreiben. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir irgendwann mal unsere Daten beschreiben müssen. Also machen wir das Ganze und definieren uns ein Product. Wir brauchen einen Painter, eine Category, einen Namen und wir brauchen einen Preis. Das ist das Minimalset, was wir brauchen, um die Daten wirklich anzuzeigen. Wir bekommen hier also ein Product rein und verdrahten hier das Ganze mit unseren Daten. Einen Teil von unserer App haben wir jetzt dadurch schon mal fertig gebaut. Wir beginnen bewusst erstmal damit, die einzelnen Bestandteile anzulegen. Und genauso machen wir jetzt auch weiter. Wir haben hier oben eine Kachel. Und diese Kachel besteht nur aus 2 Elementen. Wir orientieren uns hier jetzt einfach mal aus Faulheitsgründen an dem Namen, den uns der Designer in Figma schon vorgegeben hat und nennen das Ganze hier Topcard. Was haben wir denn hier für Inhalte? Der Text ist wie so eine Rabattaktion. Das ist irgendeine Special Offer. Und wir haben ein Product Image. Auch hier haben wir sowas wie ein Painter. Diesen Product, das wir hier definiert haben, da habe ich jetzt schon gemerkt, okay, ich brauche irgendwas wie eine Special Offer
super simpel erstmal einen String draus machen. Extrahieren wir das Ganze doch auch mal. Weil ich jetzt schon davon ausgehe, dass ich das über mehrere Screens hinweg brauche, baue ich jetzt mir hier in meinem UI-Package ein sogenanntes Shared Package auf. Hier drin liegt erstmal nichts anderes außer eine Typendefinition von meinem Product. Am Ende dreht sich ja meine ganze App um dieses Produkt, also brauche ich das auch geshared. Wo ich so drüber nachdenke, ich gebe dieser Top-Card, glaube ich, auch einfach das Produkt rein und ziehe mir jetzt hier die Infos raus, die ich in dem Fall brauche. Jetzt fehlt uns auf dem Screen noch so ein paar Sachen wie, wir haben hier so eine Titelzeile mit einem Suchen-Button, eine Top-App-Bar. Das klingt, als wäre das Richtige. In den Titel stecke ich einen Text, da steht erstmal irgendein statischer Text drin. Wir brauchen aber noch diesen Button hier. Da gibt es diesen Actions-Slot. Jetzt haben wir hier unseren Button, der zwingt mich dazu, dass ich ihm einen On-Click-Listener gebe. Ja, macht auch Sinn. Wir sehen das jetzt hier schon mal vor. Wenn hier jemand draufklickt, dann habe ich hier einen Callback. Den reichen wir jetzt hier einfach mal durch. In meinem Button brauche ich jetzt ein Icon. Ein Search-Icon. Und ich würde sagen, vom Inhalt her ist auch meine Top-Navigation schon fertig. Was haben wir denn noch? Wir haben hier unsere Categories. Lass uns mal überlegen, was das hier eigentlich ist. Es sind Kategorien. Also bietet sich wahrscheinlich an, hier mal so einen Namen zu definieren mit allen Kategorien, die wir uns vorstellen können. Schauen wir hier mal wieder an, was haben wir denn hier so drin? All im Figma steht eigentlich für Bicycle. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie man Bicycle schreibt. Wir haben Electric, wir haben Road, Mountain und wir haben Accessory. Ich gehe jetzt mal davon aus, das sind alle Kategorien, die wir haben. Ich brauche eine Selected Category. Weil wir sehen ja hier im Figma, dieser Button soll anders aussehen. Der soll hervorgehoben werden. Also muss ich von außen festlegen können, okay, was wird denn jetzt optisch hervorgehoben? So, für alle anderen Kategorien habe ich hier ja sowas wie eine Row mit Icons. Für All habe ich schon mal kein Icon. Es ist eine Row mit 4 Icons und einem Text. Ein Icon für Bicycle, Road Bikes, Mountain Bikes, Accessories. Ganz oben haben wir einen Text. Text ist gleich All. So, was haben wir denn noch? Wir haben unser Product Grid noch nicht befüllt. Wir haben ein Lazy Vertical Grid. Wir haben vorhin im Prototypen gesehen, wir können das vertikal nach oben und nach unten scrollen. In unserem Lazy Vertical Grid 2 Zellen und die müssen jetzt einfach nach unten durchlaufen. Dafür muss ich nichts tun in dem Lazy Vertical Grid. Aber was ich natürlich brauche ist, ich brauche was zum Anzeigen. Eine Liste von Produkten. Wenn ich hier jetzt drüber gehe über meine Items und bekomme hier jeweils immer ein Item zurück in meinem Grid und dieses Item nehme ich einfach und packe es in mein Product Grid Item rein. Jetzt haben wir auch schon unser Produktgrid erstmal vorläufig gefüllt mit unseren Inhalten. Eine Sache brauchen wir noch, das ist die Bottom Tab Bar. Wir definieren uns wieder ein Enum. Das hier ist mein Home-Button. Hier komme ich immer wieder auf dieses Dashboard zurück. Hier komme ich so einer Übersicht von Bike-Shops, mir das Sortiment von den Geschäften anschauen kann auf einer Karte. Mein Shopping Cart, wie viel Kohle ich jetzt hier gerade locker mache für meine Bikes. Ein Account-Management-System. Ich brauche wahrscheinlich irgendeinen User, um einkaufen zu können in dieser App. Ja, und das, keine Ahnung. Lizenztexte. Jeder liest gerne Lizenztexte. App Routes. Home, Map, Shopping Cart. Wir nennen das Ganze Dealer Map. Account, Legal, Notice. Das ist der Screen, der mit Sicherheit am häufigsten betreten wird. Was gibt es jetzt in Android für ein Element, um das Ganze abbilden zu können, damit das Ganze sich auch schon mal gut in meine App einführt? Eine Bottom App
Bar. Ich kopiere mir jetzt hier mal 5 Icons rein. Unsere Bottom-Tab-Bar haben wir uns jetzt auch zusammengebaut. Wir haben erstmal alle Grundbausteine zusammen, würde ich sagen. Ihr erinnert euch, wir haben uns von oben nach unten angeschaut, welche Bestandteile haben wir denn. Haben die nacheinander alle hingeschrieben. Füllt haben wir sie aber von unten nach oben. Das heißt, wir haben uns jetzt vom kleinsten, vom Detail so weit hochgearbeitet, dass wir jetzt den ganzen Screen eigentlich nur noch zusammenstecken müssen. Versuchen wir es doch mal. Wir haben hier ein Scaffold. Innerhalb von diesem Scaffold habe ich schon ein paar festgelegte Positionen. Ich sehe in der API, ich habe sowas wie eine Top-Bar. In meine Top-Bar gebe ich rein meine Top-Navigation. In meine Bottom-Bar gebe ich das rein, lass mich überlegen, meine Bottom-Tab-Bar. Als Active App Route mache ich es mir hier einfach. Ich gebe jetzt mal hier einfach Home rein. Ich brauche auf jeden Fall unbedingt einen Content. Von meinem Screen, welche Inhalte habe ich denn noch übrig? Ich habe diese Top Card, ich habe meine Kategorien und ich habe meinen Product Grid. Na und genauso schreibe ich das doch jetzt einfach mal hin. Top Card, ich habe Categories und ich habe mein Product Grid. Ich brauche ein Highlighted Product. Das ist das, was oben in meiner Top Card drin ist. Und ich brauche etwas wie eine Liste von Produkten, die ich hier anzeige. Na, das sind die Daten, die ich brauche, um meinen Screen anzuzeigen. Ich habe halt noch keine Daten. Bevor ich aber weitermache, muss ich noch dieses Padding hier anwenden. Wenn ich dieses Padding nicht verwende, baut meine App nicht. Du nutzt dieses Padding irgendwo, ist mir egal wo, aber benutzt es bitte. Wir wollen es aber natürlich richtig benutzen. Wenden wir das Ganze hier in dem äußersten Element an. Compiler ist zufrieden. Ich will jetzt die App noch nicht unbedingt starten. Aber was ich vielleicht schon mal machen möchte, ist, mir so eine Art Vorschau anzuzeigen. Ist das, was ich hier jetzt baue, geht das in die richtige Richtung? Und dazu brauchen wir uns eine Dashboard Preview. Jetzt brauchen wir hier irgendwelche Produkte zum Anzeigen. Ich habe mir jetzt hier eine Liste von Produkten angelegt und ist auch total unspektakulär, denn wie man sieht, das Ganze wiederholt sich hier halt einfach irgendwann. Ist aber total egal. Was ich währenddessen aber festgestellt habe, ist, dass meine Datentyp-Definition vorhin nicht ganz perfekt war. Ich kann das gar nicht befüllen mit einem Painter. Also müssen wir hier noch ein bisschen Refactoring machen. Wir nehmen einen int, stellen aber sicher, dass das ein Drawable int ist, also eine Drawable Resource ID. Entfernen wir hier überall einfach unsere Painter Ressourcen und stecken stattdessen die ganze ID mit rein. Dadurch muss ich natürlich auch hier in meinem Product Item irgendetwas anders machen, und zwar mache ich hier jetzt diese Painter Ressource rein. Topcard, auch da durch das Refactoring muss ich hier auch was anpassen. Jetzt stecke ich mal mein Dashboard zusammen. Ich habe hier die Liste von Products und ich habe auch hier ein Highlighted Product. Das ist das erste von meinen Sample Products. Was spuckt uns Android Studio hierfür denn jetzt schon mal als Preview aus? Wie sieht das Ganze denn im Moment eigentlich aus? Ha, okay. Jetzt habt ihr gedacht, wir sind vielleicht schon fast fertig. Also wie ihr seht, wir haben schon noch einiges an Arbeit vor uns, denn es sieht noch null nach dem aus, was wir eigentlich haben wollen. Aber den ersten Schritt haben wir schon mal gemacht. Wir haben unseren Screen strukturiert aufgebaut. Wir haben identifiziert, welche Composable brauchen wir denn auf unserem Screen. Beim nächsten Mal schauen wir, dass wir doch mal ein deutliches Stück näher an das Zieldesign rankommen. Denn den Screen hier, den können wir noch niemandem verkaufen. Ich hoffe, ihr habt heute etwas gelernt, wie man so etwas wie ein neues Design mal angeht, wie man seine App initial mal strukturiert, seine Screens zerlegt und wieder zusammensteckt, seine Daten definiert. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder, wenn wir uns dran machen, diese Bike-App weiterzubauen. Ich freue mich schon drauf, zusammen mit euch diese App Realität werden zu lassen.